Ist der Tod von Star-DJ Avicii ein Selbstmord? Das deutet zumindest seine Familie an. Sie veröffentlicht rund eine Woche nach dem Tod des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling heißt, ein Statement auf Schwedisch. Übersetzt heißt es darin: Unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche, künstlerische Seele, die nach Antworten auf existenzielle Fragen gesucht hat. Ein überambitionierter Perfektionist, der reiste und hart arbeitete in einem Tempo, das zu extremen Stress führte. Als er aufhörte zu touren, wollte er in seinem Leben Balance finden, um glücklich zu sein und das zu tun, was er am meisten liebte: Musik. In den folgenden Zeilen deutet die Familie an, dass Avicii freiwillig aus dem Leben geschieden sein könnte. Er kämpfte mit dem Gedanken über Sinn, das Leben, Glück. Er konnte nicht länger weitermachen. Er wollte Frieden finden. Auf die Probleme des 28-Jährigen, mit dem Leben als Star und dem damit einhergehenden Leistungsdruck zurechtzukommen, sagt die Familie: Tim war nicht für die Businessmaschinerie geschaffen, in der er sich befand. Er war ein sensibler Typ, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht mied. Das Statement endet mit den gefühlvollen Abschiedsworten. Tim, du wirst immer geliebt und vermisst werden. Die Person, die du warst, und deine Musik wird in unserer Erinnerung lebendig bleiben. Wir lieben dich, deine Familie. Avicii, der sich mit Welthits wie Wake Me Up oder A Sky Full of Stars in die Herzen der Fans spielt, wird am 20. April im Alter von 28 Jahren überraschend tot im Oman aufgefunden. Über die genaue Todesursache gibt es derzeit noch keine offiziellen Informationen. Ein Verbrechen schließt die Polizei aber aus. Zu Lebzeiten leidet der Schwede an Alkoholproblemen, Stress, Schlafmangel, Erfolgsdruck und Panikattacken. 2014 werden sein Blinddarm und seine Gallenblase entfernt. Die Bauchspeicheldrüse ist chronisch entzündet. Da stellt sich die Frage: Wird ihm die Superkarriere zum Verhängnis? Ich habe es so oft gesagt, ich werde sterben, sagt Tim Bergling in der Netflix-Dokumentation Avicii True Stories aus dem Jahr 2017. Im Sommer 2015 zieht er noch die Notbremse. Damals sagt er alle Shows ab, entsagt dem Alkohol, fängt mit Sport an, gesunder Ernährung, Psychotherapie, um seine Panikattacken in den Griff zu bekommen. Avicii will nur noch Musik produzieren, aber nie mehr selbst performen. Avicii geht, doch seine Hits bleiben auf ewig.